Freunde, hier ist der Leo. Die meisten von euch werden mich besser kennen als Torga. Guten Abend, mein Name ist Captain Lennox, Captain der Fiddler's Green und ich leide furchtbar unter Konentzug. Hallo Lennox. Hallo Lennox. Die erste Frage auf seiner Liste lautete, wie man damals überhaupt ins Lager gekommen ist. Und das ist bei mir eigentlich ziemlich lustig, weil das Drachenfest 2014 bei mir ja im Grunde meine erste richtige Lab-Veranstaltung war und ich einfach kopfüber in die Wellen gesprungen bin. Siskill. Erste Geschichte, erste Con, erstes Drachenfest. Donnerstag, gerade eben IT. Wir wurden belagert. Ich glaube, Schwarz und Kupper standen vorm Tor. Und ich stand ein bisschen alleine und verloren auf dem Kraftplatz rum und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Dann brüllte jemand, hey du! Und ich guckte den an. Laszlo, glaube ich, war es. Und er sagte, du bist leicht gerüstet, du hast einen Riesenknüppel. Ich war damals mit so einem 2,20 Meter Kampfstab unterwegs, nicht, dass ihr jetzt... Und du siehst aus, als könntest du rennen. Vielen Dank. Da vorne links steht die Sturmflut. Geh da hin und melde dich freiwillig. Sir, ja, Sir. Hin. Lücke im Tor finden. Dann ertönte folgender Ruf. Und 10 Minuten später saß ich mit 30 neuen Freunden vorm Limbus mit einem Riesengrinsen im Gesicht und wusste, ich bin genau richtig. Das hat so Laune gemacht. Yeah, so this thing with the red avatar, I'm told a lot about that. I'm asked a lot about that. It was our first year in the Dragonlance, and we saw this conflict, all these people fighting each other all the time, and of course we had to find responsible because we were the watch, and it was kind of our job, and so we investigate a little bit, not very much because that's not our style either. We go there and we find that there is an avatar, who is the red avatar, who is the avatar of conflict, of war, and all that jazz. And we, of course, decide that it was his responsibility of everything that was happening. So we find him in Alrodag, and fortunately, it was all of us. So we form a marching group, me in front, and while I was working, I was filling a ticket with vandalism, breaching the peace, assault, attempted murder, all that jazz, everything you can imagine. And then I said, yeah, you have to pay 1 copper for that, because it's always 1 copper, it's kind of our vibe. And I go to him and I thank him the ticket, and he gives it a very long look. He measures me with the stare, and he says, is this some kind of mortal joke? And I was trembling, and I was, yeah, I'm dead. I'm dead, only I didn't get the memo yet, but I'm dead already. But I had to keep face, so I say, no sir, this is a ticket and you have to pay it. And then he really twisted the situation on us, because he said, yes, but I am not responsible of these crimes, because I am not the reigning dragon. This was the first year of the Blue Dragon, so the reigning dragon was the Blue Dragon. And then we ended up going to the Blue Dragon and giving him the ticket, and he finally paid the ticket, so I guess it was a win-win for everyone involved. So that's it. Was wir alleine mit der Sturmflut an Stories erlebt haben, an Geschichten mitgekriegt. Wir haben einen Strafzettel bekommen. Strafzettel von der Ankh-Morpork City Watch für, warte, ob ich es noch untereinander kriege. For being the sexiest warriors alive. Das aufgrund einer Geschichte, die ich gleich noch erzählen werde. Für die erfolgreiche Erstürmung des eigenen Lagers. Ich weiß auch nicht, wann das unter Strafe steht.
For scaring the crap out of a watch officer. Okay, das wiederum ist vorstellbar. Lustige Geschichten vom Drachenfest, die man zu erzählen hätte, ja. Da gab es diese eine wunderschöne Begebenheit, als ich ich glaube 2017 Heerführer des Blauen Lagers war. Und wir tatsächlich in einer Belagerung gegen Schwarz Kupferne dazu überredet haben, unsere Flanke zu verteidigen gegen, ich glaube, Rot oder so. Einfach aus dem Grund, dass sie dachten, wir geben ihnen ihr Banner wieder. Was wir natürlich nie getan hätten. Und sie haben sich aufgeopfert und jeder einzelne Kupfer hat sein Leben gelassen in der Verteidigung der blauen Flanke. Das fand ich wirklich höchst amüsant. Einen habe ich noch. Ich glaube, mein zweites Drachenfest weiß ich deswegen, weil da zum ersten Mal Freunde von mir dabei waren. Gruß an die Fabi, den Robin und den Kai. Und zusammen mit dem Kai stand ich in so einer kleinen Gruppe. Das blaue Lager stand gerade vor den Toren des Weißen oder Triumvirats, wie es damals hieß, im Zuge einer Belagerung. Und kleine Truppe, wir standen mit einer kleinen Truppe, 6, 8 Mann, standen wir so ein bisschen hinten rechts versetzt und warteten, bis wir an der Reihe sind. Und dann drehte sich einer von uns um und sagte, ey, guck mal, bei Kupfer ist das Tor auf. Ach, geil. Wie es der Zufall wollte, stand der blaue Bannerträger so in Greifreichweite. Also haben wir uns den geschnappt, sind wie die Irren da raufgerannt, rein durchs Tor. Da standen vielleicht noch 4 Wachen oder was rum. An alle, die damals dabei waren und sich erinnern, fantastische kleine Kampfszene, war richtig, richtig großartig. Und schneller als die Ratte aus dem Sack sagen konnten, hatten wir deren Banner unterm Arm und rannten wie die Hasen nach Hause. Das war beidseitig, Kompliment an Kupfer, aber auch eine der besten Schlachtszenen, die ich je mitgespielt habe, auch wenn es nur ein Scharmützelchen war. Das Ding war echt großartig. Werde ich nie vergessen. Warum man immer noch zurückkommt ins blaue Lager. Und dazu muss ich einfach sagen, es ist einfach schön, immer wieder alle Freunde treffen zu können, auch gerade die von weiter herkommen, die Leute aus Spanien zum Beispiel. Es ist immer schön, wenn man auf dem Drachenfest ankommt und erstmal Freunde begrüßen kann. 3 Worte will er noch wissen, die mir zum blauen Lager einfallen. Ich höre euch bis hier. Und ansonsten gehen eigentlich nur noch Grüße raus natürlich an meine Crew, an Annika, Fabi, Kai, Robin, den Klaus, den Dave, an die komplette Sturmflut. Ich vermisse euch. Und an alle Friends from Near and Far, an die spanische Truppe aus unserem blauen Lager, an Tordis, an Zelda, das werden jetzt langsam viel zu viele. Ich vermisse euch wie die Hölle und freue mich dann halt aufs nächste Jahr. Haut rein, Leute, und cheers.